leer. Ich brauche den Job. Nach der Sowjetzeit, also kann sein. Und die Möglichkeit, die gibt es ja einmal im... Hallo, das ist die Klasse 12b. Sie sind schon 19. Zu dramatischen Szenen, bei denen die Polizei Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzte. Die Freiheit ist das Wichtigste für mich, was ich hier genieße und was ich überhaupt in meinem Leben genossen habe, auch drüben. Hören wir eben einfach weiter Helene Fischer zu, findet auch Barbara Schöneberger, denn das sei die Musik, die wir jetzt brauchen. Kamera läuft und bitte. Herzlich willkommen zur 22. Sendung von Channel Welcome. Wie immer wollen wir zu Beginn der Sendung auf Kommentare eingehen, die uns aktuell zu Beiträgen gepostet wurden. Leider ist es üblich, dass gerade Menschen, die beleidigen und hetzen ohne inhaltliche Substanz, dies nur anonymisiert tun. Das gilt für Kanäle, die unter dem Deckmantel TV Irgendwas eine egoistische und menschenverachtende Gesinnung im Netz verbreiten, aber auch für Privatpersonen, die sich First Wise Guy nennen und es zu mehr als Dreckschwein nicht bringen. Oder jemand nennt sich N.Erd. und postet: Nehmt doch mal welche bei euch zu Hause auf, und zwar die, die hier richtig Ärger machen. Also Frauen vergewaltigen und Menschen umbringen. Und dann lasst mal eure Frauen und Töchter mit solchen allein in euren Häusern. Klar ist es für solche Kanäle und Personen zum eigenen Schutz besser, sich nicht mit vollem Namen zu zeigen, wenn sie für die Todesstrafe plädieren, wie es Donald T. macht, bei dem man davon ausgehen kann, wer sein großes Vorbild ist. Aber andererseits würde kaum jemand so etwas posten, wenn er sich hier mit seinem ganzen Namen registrieren und zeigen müsste. Unter so einen Mist würde niemand seinen eigentlichen Namen setzen. Wir von Channel Welcome stehen jedenfalls mit unseren Namen hinter dem, was wir mit unseren Beiträgen erreichen möchten. Zum Beispiel Menschen Würde zu geben, egal welcher Nationalität sie angehören, und freuen uns, wenn ihr uns schreibt, zu einer gehaltvollen Diskussion beitragt, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Den Beitrag über Steffen Schmidt und die Cap en Amour hatten wir bereits vor einem Jahr produziert und ins Netz gestellt. Aber die Kommentare sind ganz aktuell, und so wollen wir heute etwas ausführlicher auf den von Steven von Dembski eingehen. Er schreibt: Dieser Typ übernimmt das Geschäft der Schlepper und Menschenhändler und verkauft seine illegale Schleuseraktionen als Hilfsmaßnahmen. Warum wird so einer nicht strafrechtlich verfolgt? Armes Deutschland. Obwohl die Ereignisse 10 Jahre alt sind, die Cap en Amour von allen Vorwürfen freigesprochen wurde, ist das Thema immer noch höchst brisant. Nach einem aktuellen UN-Bericht sind in diesem Jahr bis Mai bereits mehr als 1300 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer ertrunken. Wir sind deswegen einfach mal zum Augsburger Flüchtlingsrat gegangen und haben uns erkundigt. Soll man die Flüchtlinge im Mittelmeer ersaufen lassen? Das geht nicht. Wir haben schließlich die Verpflichtung zur Nothilfe. Wer über Schleuser spricht, der sollte bedenken, diese Menschen, diese Nothelfer, Seenotretter als Kriminelle zu bezeichnen, ist außerordentlich gewagt. Denn sie betreiben nichts anderes als Nothilfe, was die Verpflichtung für jeden Bürger darstellt. Ob er nun in Deutschland wohnt oder in Italien oder sonst irgendwo auf der Welt, Nothilfe ist ein humanitäres Gebot und man darf das nicht kriminalisieren. Manche sogenannten Schleuser sind nichts als verarmte Fischer, die infolge der europäischen Fangflotten oder der US-amerikanischen oder japanischen oder chinesischen Fangflotten nichts mehr im Netz haben und aus diesem Grund sich darauf verlegen, Flüchtlinge zu transportieren. Früher wurden die sogenannten Schleuser ganz anders bewertet und waren hoch angesehen. Sie waren hoch dekoriert, von der Regierung ausgezeichnet mit Orden, und sie retteten DDR-Bürger und Menschen aus Ostberlin in das Bundesgebiet. Sie waren aber durchaus nicht uneigennützig, sie haben auch recht ordentlich verdient, womit sie etwas gemeinsam haben mit den heutigen Schleusern. Heute kommen eben keine Deutschen,
deutsche Staatsbürger mehr, sondern Flüchtlinge mit anderer Kultur, anderer Religion, teilweise anderer Hautfarbe. Und ihnen allen gemeinsam ist, dass sie fremde Sprachen sprechen. Man versteht sie nicht und damit ist das Fremdsein schon einmal ganz fest manifestiert. Viele in Deutschland sind ja der Ansicht, dass diese Leute gar nicht herkommen dürfen. Was würden Sie zu diesen Leuten sagen? Sie sind schon unterwegs. Und jemand, der aufgebrochen ist aus seiner Heimat, aus seiner gewohnten Umgebung, der macht das nicht einfach so, sondern der befindet sich in einer existenziellen Not und dem muss geholfen werden. Einem Flüchtenden, der sich auf dem Festland befindet, in Marokko oder in Libyen, dem muss nur natürlich nicht geholfen werden. Das wäre verfehlt von unserer Sicht her. Aber wenn er in Seenot ist, im Wasser auf einem überfüllten und nahezu dem Untergang geweihten Gummiboot ist, dann muss man ihm helfen. Was könnte man denn gegen diese ganze Problematik unternehmen? Ich war zum Beispiel neulich auch wieder auf einer Demo mit einem Plakat in der Hand. Darauf stand: Wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten. Schuld an den desolaten Zuständen in Afrika und auch im Goldenen Halbmond und auch in Afghanistan, überall in den sogenannten Drittweltländern, sind eigentlich Europäer, Amerikaner, die Briten, Franzosen, auch die Deutschen, die Belgier und auch Russland war am kolonialen Erbe beteiligt. Die moderne Form besteht im Wirtschaftskolonialismus. Chinesische Aufkäufer kaufen afrikanisches Land, große Fangflotten fischen vor der afrikanischen Küste, multinationale Konzerne beuten Erdöl- und Gasvorkommen aus. Die dort lebenden Menschen bekommen meist nichts ab von dem Segen, der dadurch entsteht durch diese Wertschöpfungsketten. Es sind die korrupten Eliten. Was könnte man dagegen machen, um diese Fluchtursachen zu bekämpfen? Zunächst müsste man die Menschen in den Herkunftsländern fair behandeln. Man müsste ihnen faire Löhne bezahlen, faire Arbeitsbedingungen schaffen. In Westafrika waren es die ölverseuchten Böden, die die Bauern zum Aufgeben zwangen. Unsere subventionierten Exporte, zum Beispiel Hühner und Hühnerteile, die zwingen oftmals die Menschen in Afrika zum Aufgeben. Denn sie können nicht zum gleichen Preis produzieren. Die europäischen Einfuhrprodukte sind billiger. Im Jahr 2016 kamen zu uns in die Bundesrepublik insgesamt 250.000 Menschen. Selbst wenn diese damit von Herrn Seehofer gesetzte Obergrenze überschritten wäre und zum Beispiel 300.000 Menschen noch kämen, was wäre das verteilt auf die ganze Bundesrepublik? Es würde unser demografisches Problem lösen, wenn wir es schaffen, die Flüchtlinge auszubilden und gut zu integrieren. Als ich im März in meinem Heimatland Bulgarien war, besuchte ich meine alte Schule Friedrich Schiller. Eine deutschsprachige Schule, in der man DSD 1 und DSD 2 bekommen kann. Natürlich nur, wenn man so fleißig ist, wie ich es war. DSD 1 und DSD 2 sind übrigens anerkannte deutsche Sprachdiplome, die es einem, zum Beispiel mir, erlauben, jetzt hier an einer deutschen Universität zu studieren. Die Direktorin und ihre Stellvertreterin in Russe haben sich Zeit genommen, um mir über die Geschichte der Schule zu erzählen und zu erklären, wieso man heutzutage immer noch die Schule die deutsche Schule nennt.
Здравейте, казвам се Искра Иванова и съм директор на средно училище с преподаване на немски език Фридрих Шилер, град Русе. Нашето училище е приемник на създаденото през далечната 1883 година немско училище. Mein Name ist Peppa Balkova. Ich arbeite an dieser Schule, an der deutschsprachigen Schule Friedrich Schiller in Russe seit 1996. Also schon 20 Jahre bin ich hier tätig. Zuerst als Deutschlehrerin und seit 2007 als stellvertretende Direktorin der Schule. Това училище е било създадено от германци, които по това време са живеели и работили в Русе и е било изключително важно за тях те да създадат училище, в което децата им да се обучават. Und die ersten Direktoren, die ersten Lehrer sind aus Deutschland gekommen, aber allmählich wurde die Schule größer und es kamen auch die bulgarischen Schüler, die an dieser Schule Unterricht bekommen wollten. Немското училище в град Русе продължава съществуването си до 1944 година. През 1991 година се ражда идеята да се възроди немското училище в град Русе и от 1992 година нашето училище е приемник на тази идея. In dieser Schule konkret sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien eine Tradition. Alle Schüler erlernen als erste Fremdsprache Deutsch. От 1999 година в училище става възможно учениците да се обучават и да получат немска езикова диплома, гарантираща владеене на немски език на ниво B2, C1. Mein Name ist Brigitte Weißörtl. Ich bin hier in Bulgarien tätig als Vertreterin der ZFA, das ist die Zentralstelle für das deutsche Auslandsschulwesen. Und hier in Russe habe ich heute die mündlichen Prüfungen zum DSD-1 abgenommen. Das DSD-1 ist eine Prüfung, dass die Schüler, die bestehen, dazu berechtigt, an einem Kolleg in Deutschland zu studieren. Außerdem bin ich natürlich für das DSD-2 zuständig, das eine höhere Anforderung erfordert. Im DSD-2 erreichen die Schüler das Niveau C1 maximal und dürfen damit an einer deutschen Universität studieren, ohne noch eine zusätzliche Deutschprüfung ablegen zu müssen. Das DSD-2 und das DSD-1 besteht aus 4 Teilen: ein Hörverstehen, ein Leseverstehen, eine schriftliche Kommunikation, das heißt ein Aufsatz, und eine mündliche Prüfung. Und heute haben wir hier die mündlichen Prüfungen abgenommen zum DSD-1, das die Schüler der 9. Klasse bewältigt haben, und wir haben uns alle sehr gefreut, dass alle Schüler bestanden haben. Ich heiße Nelly Pramatarova. Ich unterrichte Deutsch seit schon 20 Jahren. Vor ungefähr 4 Jahren hatte ich ein Projekt. Das Projekt war Comenius. Der Titel war Die Globalisierung in unserem Alltag. An diesem Projekt nahmen 4 Länder teil. Das waren Polen, Deutschland, Italien und natürlich Bulgarien. Wir waren an diesem Projekt die einzige Schule, die aus Bulgarien ist. Das Interessanteste an dem Projekt war, dass unsere Schüler die Möglichkeit hatten, ihre Sprache zu üben und auch die Kultur des Landes kennenzulernen. Und für mich persönlich war auch sehr interessant, die Lehrer, die deutschen Lehrer, die polnischen Lehrer so kennenzulernen und Austausch mit der Sprache und auch Traditionen zu sehen. Das Projekt dauerte 2 Jahre, von 2012 bis 2014. In jedem Land hatten wir auch ein Endprodukt. Zum Beispiel in Bulgarien hatten wir ein Kochbuch vorbereitet. In Deutschland, wir waren in Hamburg.
Dort haben wir Zeichentrickfilme gemacht und das war sehr interessant für die Schüler. In Italien haben wir viele Umfragen gemacht und Tipps für Energiesparung gesammelt. Das war auch sehr aktuell. Und in Polen haben wir zuerst viele Sehenswürdigkeiten besucht und die Geschichte kennengelernt. Und dann war das Endprodukt, die Erbe der Länder zu vergleichen. Vielleicht die Schlussfolgerung: Unsere Schüler haben verstanden, dass sie besser Deutsch als die polnischen und italienischen Schüler sprechen und ihre Motivation bei dem Lernen erhöhte sich. Ich bin Petja Velikova, wie die Kolleginnen seit 20 Jahren hier an der Schule tätig. Ich bin auch DSD-Beauftragter, das heißt, ich bin für die Prüfungen hier in der Schule, die mit dem Sprachdiplom verbunden sind, verantwortlich. Seit 2009 haben wir auch ein Projekt in der Schule mit Freihof-Gymnasium Göppingen verbunden. Das Projekt begann 2009 als Ökoprojekt und hat sich mit der Zeit in einen Austausch verwandelt. Die deutschen Schüler kommen nach Bulgarien und wir fahren nach Deutschland. Wir hospitieren dort im Unterricht. Die Schüler wohnen in den Familien ihrer deutschen Freunde. Und so werden Kontakte geknüpft, Freundschaften entwickelt und lange Jahre pflegen wir diese Partnerschaft. In diesem Jahr haben wir das Thema Bionahrung und wir haben auch viele Artikel zum Thema zu schreiben und dann publizieren wir das in den Zeitungen in Göppingen und auch hier in Russe und auch an unserer Webseite. Einige machen das, weil sie nach Deutschland fahren möchten, dann die Sehenswürdigkeiten dort sehen, die Sprache ausüben. Andere aber möchten die Erfahrung machen, ob sie dann in der Zukunft als Studenten alleine mit allen Schwierigkeiten zurechtkommen können. Vor ein paar Jahren haben wir diese Partnerschaft gegründet. Eine Gruppe von Schülern hat einmal die Schweiz, die Stadt Solothurn und die Schule in Solothurn besucht. Und dieses Jahr im Juni erwarten wir die Gruppe aus der Schweiz, die uns besucht. Hallo, das ist die Klasse 12b. Sie sind schon 19. Ich bin Ihre Deutschlehrerin, ich heiße Elina Njagulova und ich unterrichte in dieser Schule seit fast 25 Jahren. Dieses Projekt, ein Schüleraustausch, für den ich verantwortlich bin, mit der Kantonsschule Solothurn in der Schweiz, läuft seit ungefähr 3 Jahren. Wir sind die einzige Schule in Bulgarien, die eine Partnerschule in der Schweiz haben. Wir haben verschiedene Projekte, aber anstelle, ich meine in Bulgarien und in der Schweiz, durch Internet realisiert. Jetzt in diesem Jahr erwarten wir im September den ersten Besuch der Schweizer Schüler und heutige Zehntklässler nehmen daran teil und sie empfangen ihre Gäste hier in Bulgarien. Ich bin Preisträger in der Olympiade 2015. Diese Olympiade ist von der Deutschen Botschaft in Sofia organisiert. Deshalb habe ich jetzt Pläne, mein Studium in Deutschland zu absolvieren. Und mein Traumberuf sozusagen ist Journalistin. Deshalb werde ich Medien und Kommunikation in Stuttgart studieren. Kurz vor meiner DSD-Prüfung habe ich Deutschland besucht, um mich um einen Studienplatz an der DHBW Mosbach zu bewerben. Und
und mir wurde auch ein Vorstellungsgespräch durchgeführt, als ich noch da war. Kurz danach habe ich erfahren, dass ich den Studienplatz bekommen habe. Also es geht um ein duales Studium, Wirtschaftsinformatik an der ДХБВ. Избрах да остана в България, защото все още не се смятам подготвена да замина толкова далеко и обичам страната си. Вече съм приета във Варна в Икономическия университет, ще уча бизнес-икономика и това може да се каже, че ми беше една мечта, която я осъществих. Може би по-късно за магистър може да уча в Германия, но ще видим как ще се развият нещата. Was bedeutet die Schale? Die Schale. Gut, Люба? Белка. Добре, обелка, корал, бивка на нещо. А как е околна среда? Околен свят, т.е. Ще синоним. Marina? Die Umwelt. Die Umwelt, ja, richtig gut. Was bedeutet der Becher? Der Becher. Der Joghurtbecher ist leer. Ich brauche den Joghurtbecher nicht mehr. Чудесно ви говори, браво. Ich werfe ihn weg. Kommt auf den Müll. Abschirmdienst MAD, noch wegen weiterer Soldaten in der Dritten. Nachdem wegen einer Terrorwarnung die Open-Air-Veranstaltung Rock am Ring unterbrochen werden musste, fand der Veranstalter Marek Liebermann bei einer Pressekonferenz deutliche Worte. Warum sind wir die Prügelknaben für die Situation, fragt er. Ich bin der Meinung, es muss jetzt Schluss sein mit This is not my Islam and this is not my shit and this is not my whatever. Jetzt ist die Situation, wo jeder sich dagegen artikulieren muss. Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen diese Gewalttäter richten. Ich habe bisher noch keine Moslems gesehen, die zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, was macht ihr da eigentlich? Und ich möchte, dass in dem Land etwas geschieht, dass Gefährder beispielsweise auch festgenommen werden, sagte er vor Journalisten. Ungewöhnlich für eine Pressekonferenz gab es Applaus von den anwesenden Journalisten. Wenige Medienvertreter waren anderer Meinung und schrieben, dass sich Liebermann entschuldigen solle, weil sich auch Muslime bereits gegen den islamistischen Terror gestellt und demonstriert hätten. Jetzt Position gegen einen Veranstalter einzunehmen, dessen Veranstaltung mit ca. 86.000 Menschen kurz zuvor unterbrochen wurde, ist heuchlerisch. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht das Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland als Chance für die Bundesrepublik. Im Islam werden sehr viele menschliche Werte sehr stark verwirklicht. Denken Sie an die Gastfreundschaft. Ich glaube zum Beispiel, dass Juden über Jahrhunderte in islamisch geprägten Ländern weniger zu leiden hatten als in christlich geprägten Ländern, sagte Schäuble im Deutschlandfunk. Er stehe zu seinem Satz, der Islam ist ein Teil Deutschlands. Das sei eine nüchterne Sachverhaltsfeststellung. Wer ihn bestreitet, bestreitet die Wirklichkeit und ist deswegen kein tauglicher Politiker, sagte Schäuble auf dem Kirchentag in Berlin. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn fordert die Kirchen auf, sich aus der Tagespolitik rauszuhalten. Sie sollten sich auf ihre Kernthemen konzentrieren und forderte einen Fokus auf Seelsorge. Ob das C dann konsequenterweise auch aus dem Parteinamen gestrichen werden soll, sagte er nicht. Kanzlerin Merkel teilt die Meinung von Spahn nicht. Die Kirchen sollten sich ruhig immer wieder in öffentliche Debatten einmischen. Man kann darüber streiten. Und das machen wir auch, sagte sie vor dem evangelischen Arbeitskreis von CDU und CSU. In Nürnberg haben ca. 300 Jugendliche versucht, Polizisten daran zu hindern, ihren afghanischen Mitschüler mit Gewalt abzuführen. Es kam zu dramatischen Szenen, bei denen die Polizei Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzte. Ein Lehrer sagte dem Bayerischen Rundfunk, der 20-jährige Asef sei gut integriert und ein fleißiger Schüler. Später wurde dem Schüler vorgeworfen, er hätte gegenüber der Polizei nach seiner Festnahme Drohungen ausgesprochen. Welcher Jugendliche würde das in einer solchen Ausnahmestresssituation nicht tun? Nach schweren Anschlägen in Kabul wurden inzwischen Abschiebungen nach Afghanistan eingestellt. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer sieht sich als Sieger der Flüchtlingspolitik.
Die ganze Berliner Politik hat sich sehr an den bayerischen Vorstellungen orientiert, sagte er wortwörtlich bei einer Vorstandsklausur im oberpfälzischen Kloster Schwarzenfeld. Wenn man bedenkt, dass gerade einmal 3 Millionen Menschen in Deutschland die CSU wählen, stellt sich doch die Frage, ob das ein Fortschritt der Demokratie ist. Der Kolumnist Sascha Lobo behauptet im Spiegel, unsere Sicherheit sei eine Inszenierung. Und er zeigt anhand von Recherchen auf, wer in Europa in den vergangenen Jahren ein Attentat verübt hat, war Behörden vorher als gewaltbereit bekannt. Dazu schreibt er, der Staat schludert und will mehr Überwachung, statt die wahren Probleme anzugehen. Seit 2014 verübten insgesamt 24 identifizierte Täter 13 islamistische Mordanschläge in der EU. Und alle, ja wirklich 100% der Attentäter, waren zuvor den Behörden bekannt und gewaltaffin. Weiter listet er auf, 22 der 24 Täter hatten Kontakte mit anderen Islamisten oder islamistischen Netzwerken. 21 waren auf verschiedenen Terror- oder Warnlisten. 17 hatten Vorstrafen. 13 unternahmen Reisen in von islamistischer Gewalt geprägte Gebiete wie Syrien oder Irak. 5 weitere haben entweder erfolglos versucht, dorthin zu gelangen, Reisen dorthin vermittelt oder sich zeitweise in anderen Ländern mit starken islamistisch- oder dschihadistischen Szenen aufgehalten. 12 wurden entweder polizeilich gesucht oder bereits überwacht. Der Staat schludert und will mehr Überwachung, statt die wahren Probleme anzugehen. Das ist das Fazit von Sascha Lobo. Die Bundeswehr hat 2 jungen Offiziersanwärtern, die an der Bundeswehr-Universität in München studierten, wegen ihrer rechten Gesinnung fristlos gekündigt. Die beiden waren durch juden- und ausländerfeindliche Sprüche oder Nazi-Parolen wie Heil Hitler aufgefallen. Derzeit ermittelt der militärische Abschirmdienst MAD noch gegen weitere Soldaten an der Truppenuniversität. Die Fahnder vermuten, dass sich unter den rund 3000 Studenten ein kleines rechtsextremes Netzwerk gebildet hat. Sie sollen Kontakte zur sogenannten identitären Bewegung und zu rechten Burschenschaften haben und aus ihrer Gesinnung keinen Hehl gemacht haben. Die von Forschern erstellte Studie zum Thema Rechtsextremismus in 3 ostdeutschen Städten missfällt Lokalpolitikern von CDU und AfD. Sie drängen auf eine externe Überprüfung des Papiers und werfen dem Göttinger Institut für Demokratieforschung unter anderem Verstöße gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis vor. Die zeigen auf, rechte Aktionen und Straftaten steigen vor allem in den sogenannten neuen Bundesländern. Brandsätze in Flüchtlingsheimen, Hetzjagden auf Ausländer, fremdenfeindliche Kundgebungen. Doch Übergriffe auf Politiker und Flüchtlinge seien die absolute Ausnahme, heißt es in einer Begründung der Stadträte von CDU und AfD. Erste Schritte Richtung Koalition? Hoffentlich nicht. Nirgends ist die Gesundheitsversorgung so gut wie in Andorra, gefolgt von Island, der Schweiz und Norwegen. Das erforschte eine internationale Studie unter der Leitung von Christopher Murray an der University of Washington in Seattle. Insgesamt hat sich die medizinische Betreuung in 167 von 195 untersuchten Ländern in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Versorgung so gut wie in Andorra. Boah. Andorra, oder sagt man? Einfach nur, okay. Juri Borodkin ist Leiter des Integrationsprojektes MIR in Memmingen im Allgäu. Unser Produzent war als Referent auf einem Seminar des Bezirksjugendrings Schwaben in Ersee, an dem Juri teilnahm, um seine Kenntnisse im Medien- und Filmbereich zu vertiefen. Und mit einem weiteren Teilnehmer entschlossen sie sich spontan, im Rahmen des Seminars einen kleinen Beitrag zu drehen und vor Ort gleich zu schneiden. Heraus kam ein Porträt über jemand, der mit seiner Familie aus Kasachstan nach Deutschland zurück zu seinen Wurzeln ging, der dankbar ist, hier zu sein, hier etwas bewirken will, nämlich, dass auch wir etwas von Menschen lernen und annehmen können und sollen, die mit guten Absichten zu uns kommen. Während der Zeit von Katharina der Großen zogen viele Deutsche an die Ufer der Wolga. Sie umwarb die Auswanderer mit Begünstigungen wie Steuerfreiheit und kostenlosem Land. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es dort bereits über 2 Millionen Russlanddeutsche. Im Ersten Weltkrieg galten die Russlanddeutschen als Feind und so verbot Zar Nikolaus II. Die Nutzung der deutschen Sprache in der Öffentlichkeit. Infolgedessen kam es zu immer mehr Enteignungen und Vertreibungen. 1915 wurde ein Liquidationsgesetz erlassen.
Danach gab es Deportationen nach Sibirien. (1924) wurde eine autonome Republik für die Wolgadeutschen erschaffen. Nach der Machtergreifung Hitlers kam es zu Zwangsaussiedlungen von Russlanddeutschen nach Sibirien sowie in den Südwesten der damaligen UdSSR. 1955 wurden durch einen Erlass die Einschränkungen in der Rechtsstellung der Deutschen aufgehoben. Seitdem sind ca. 5,5 Millionen Menschen als sogenannte Aussiedler bzw. Spätaussiedler nach Deutschland zurückgekehrt. Kannst du mir sagen, wo du aufgewachsen bist? Das ist eine große Weite, so weit oder solange die Auge reicht. Im Winter sehr kalt, also minus 30 Grad und mehr. Im Sommer sehr warm, plus 30 Grad und mehr. Also so eine starke Abwechslung von Klima her. In einem Gemisch von vielen Kulturen zusammen. Also in Kasachstan ist viel kulturell geprägt, das Land, wo viele Religionen auch zusammen friedlich leben. Also Islam und Christentum, es ist alles nebenbei gelaufen. Gerade bei uns in unserem Bezirk, da standen die katholische Kirche, die russisch-orthodoxe Kirche und Moschee auf einem Platz, ganz in der Nähe, und das hat niemanden gestört. Also die Religionen lebten und leben immer noch friedlich zusammen und feiern zusammen ihre Feste sogar. Wie sah es dort aus? Man muss sich vorstellen, also wir haben in einem Dorf gelebt, aber nächste Station war dann eine Großstadt, 60 Kilometer weit, und dazwischen kaum Dörfer. Also das war der nächste Punkt, wo man zum Beispiel auch groß einkaufen geht. Und dazwischen einfach eine weite, breite Steppe. Wir sind alle Lehrer in der Familie, also meine Familie, meine Mutter, mein Bruder sind Lehrer. Ich bin auch ausgebildeter Lehrer, habe als Lehrer dort gearbeitet. Meine Frau hat auch an Mittelschule unterrichtet. Und warum hast du Kasachstan verlassen? Das war ein Versuch, das war ein Pfad ins Blaue. Wir Jungen haben gesagt, wir können es versuchen, wenn es uns nicht gefällt, in Europa, in Deutschland. Wir können jederzeit wieder zurückgehen. Also theoretisch haben wir die Möglichkeit immer noch. Wann bist du gegangen und warum genau zu diesem Zeitpunkt? Es ging ja in Kasachstan wirtschaftlich nicht mehr so gut zu, und ja, wir hatten quasi einmal nur diese Entscheidung, also nach Deutschland einreisen zu dürfen. Also diese Einladung war nicht unbegrenzt und wir durften nur mit dem Rest von der Familie einreisen. Und das wurde natürlich in Großfamilie diskutiert, auch mit meinen Eltern, weil sie müssten auch Erlaubnis erteilen, ob sie ihren Sohn, auch obwohl er volljährig ist, und ja, ob sie den aus dem Land entlassen dürfen. Und das hat 5 Jahre gedauert. Also wir haben Antrag gestellt, einfach so. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt, weil es waren so turbulente Zeiten nach der Sowjetzeit. Also kann sein. Und die Möglichkeit, die gibt es ja einmal im Leben, zurück zu den Wurzeln sozusagen. Also meinen Eltern ist diese Unterschrift auch nicht leicht gefallen, obwohl das einfach eine Formsache war. Also wir waren schon volljährig, ich war 24, aber trotzdem auf Sohn zu verzichten, also ins Ungewisse einfach freizulassen, also weit weg, 6 oder mehr tausend Kilometer. Also dadurch, dass ich zur Hälfte deutschstämmig bin und zur anderen Hälfte russischstämmig bin, also meine Eltern und meine Brüder sind alle in Kasachstan geblieben. Ich bin nur mit meiner kleinen Familie hierher nach Deutschland gekommen. Die Freiheit ist das Wichtigste für mich, was ich hier genieße und was ich überhaupt in meinem Leben genossen habe, auch drüben. Warst du drüben frei? Ja, bis zur Ausreise. Und also es wurde
irgendwann mal wurde es immer enger. Man hatte das Gefühl, sich nicht mehr so ganz wohl zu fühlen. Und das hat mit Freiheit zu tun. Integration ist sicherlich eine Medaille mit zwei Seiten. Also oft wird gesprochen und erwartet eine Integration von den Zuwanderern. Von der Aufnahmegesellschaft brauchen wir eigentlich auch das Gefühl, wahrgenommen zu werden und Bereitschaft, einfach also Leute aufzunehmen und akzeptieren, so wie die sind. Das ist für mich dann Integration, dass die aufnehmende Gesellschaft auch sich ein bisschen öffnet und bereit ist, irgendwelche Veränderungen zu machen oder zu treffen. Also was mich beeindruckt hatte, diese grüne Farbe von Wiesen, von Wäldern, von überall. Also es war sehr, sehr grün im Oktober, wo wir nach Deutschland gekommen sind. Es war lauwarm in Friedland. Wahrscheinlich wäre ich als Lehrer an einer Schule oder als Schulleiter oder sonst noch irgendwo, also im pädagogischen Beruf tätig, vielleicht noch mich weiterentwickelt in der Richtung Didaktik. Also das hat mich sehr interessiert. Aber ich hätte auch dort vielleicht Veränderungen gebraucht und gewollt. Also das kam dann sehr passend, diese Einladung und die Möglichkeit, sich zu verändern. Ich habe dann, nach 3 Jahren hatte ich schon Arbeit gehabt, meine Wohnung gehabt und wir waren eigentlich sehr zufrieden mit der Situation. In Ersee möchte ich meine Medienkompetenzen verbreiten und einfach mit der Zeit auch laufen. Also ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen und sich einfach anzupassen, vielleicht auch anregende und tolle Projekte anzubieten und einfach die Jugendlichen in diesem Weg oder auf diesem Weg zu begleiten, mit Hilfe von modernen Medien. Das ist ein Integrationsprojekt, existiert schon seit über 15 Jahren, genau seit 2000. Und es ist von Stadt Memmingen, also Stadtjugendamt Memmingen bemüht sich in diesen Sachen Integration schon. Es sind tolle Präventionsangebote. Es sind Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien, also das sind zum Beispiel auch anerkannte Flüchtlinge oder die Familien, die schon mit Migrationshintergrund, die schon länger in Deutschland leben, kommen aus Ex-Jugoslawien oder aus Russland, aus Kasachstan, aus anderen Ländern, aus Griechenland. Meine letzte persönliche Frage an dich. Hast du den Schritt irgendwann mal bereut, nach Deutschland gegangen zu sein oder deine Familie? Das glaube ich nicht. Also ganz ernsthaft habe ich mir das noch nicht überlegt, aber ich glaube nicht. Wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, dann hätte ich den Schritt nicht gemacht. Glaube ich. Wer das Geld gibt, kann sich über Regeln hinabsetzen. Schon wieder. Das ist, weil da erst hinabsetzen stand und dann habe ich es verbessert in hinwegsetzen. And finally, 0 points go to Germany. Okay, diese Schlagzeile gibt es in Wahrheit natürlich nicht. Ich darf nämlich mit Stolz verkünden, dass es Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Kiew doch tatsächlich auf den vorletzten Platz geschafft hat. Nun okay, so stolz kann man darauf nicht wirklich sein. Als Letztplatzierter von 2015 und 2016 muss sich Deutschland künftig aber trotzdem nicht neu qualifizieren, denn wer das Geld gibt, kann sich über Regeln hinwegsetzen und diese für sich selbst nutzen. Als größter Geldgeber dieses Wettbewerbes beweist Deutschland wieder einmal, Geld regiert die Welt, Lobbyismus der Extraklasse. Gewusst wie.
Die Qualifikation stellt lediglich eine Hürde für die finanzschwachen Länder Europas dar. Was auch sonst, mit Geld lässt sich schließlich alles kaufen. Nur eben leider oder glücklicherweise nicht der Titel, denn die vergangenen Jahre rollte Deutschland stets das Feld von hinten auf. Zum Glück gewinnen dann doch immer wieder echte Musiker, ganz gleich welchen finanziellen Beitrag sie leisten. In diesem Zusammenhang tun Aussagen wie die von Kommentator Peter Urban, wir hätten scheinbar alles richtig gemacht, doch gleich weniger weh. Hören wir eben einfach weiter Helene Fischer zu, findet auch Barbara Schöneberger, denn das sei die Musik, die wir jetzt brauchen. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal einfach Helene selbst ans Mikrofon stellen. Aber Vorsicht, hierfür muss das Publikum zensiert bzw. ausgewählt oder gar erzogen werden. Denn sonst geht der Schuss nach hinten los, wie auch bei Helene im Fußballstadion. Helfen würde es natürlich auch, wenn alle deutschen Stimmen einfach dreifach zählen. Aber jetzt mal im Ernst, die anderen sollen schließlich von Deutschland lernen. Was allerdings bleibt hier die Frage. Die Unbeliebtheit Deutschlands zeigt sich vor allem dadurch, dass die Zuschauer und selbst die gegen parteiische Punktevergabe eingeführte Fachjury ihre Stimmen meist trotzdem befreundeten Ländern geben. Vielleicht sollte man die Entscheidung über solche Regelungen nicht unbedingt Lobbyisten überlassen. Generell sollte sich das Fernsehen aus diesen Dingen heraushalten. Selbiges gilt beispielsweise für Kinoformate, denn auch hier sollte sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen auf ihre eigene Sache konzentrieren. Das Kino- und Musikgeschäft sollte nicht den wenigen überlassen sein, die letzten Endes nur in ihrer eigenen Selbstvermarktung interessiert sind. Dass sich die Welt weiterentwickelt, scheinen wir irgendwie nicht ganz begreifen zu wollen. Da nutzen selbstvermeintliche Musikgiganten in der Jury, wie Nicole oder Adel Tawil, nicht mehr viel. Die ja letztendlich auch nur von Mainstream-Organisatoren gepusht werden. Muss Deutschland künftig aber trotzdem nicht neu qualifiziert sein?